Aus der Lokführerperspektive heraus ergibt sich eine völlig neue Sicht auf eine Modellbahnanlage. Fast schon fühlt man sich als Teil dieser kleinen Hallenwelt, die man als Triebfahrzeugführer im Modellmaßstab befährt. Wobei es grundsätzlich zwei unterschiedliche Möglichkeiten für dieses Erlebnis gibt. Einerseits kann man eine solche Kamerafahrt auf Video aufnehmen. So entstehen überaus eindrucksvolle Filme von Zugfahrten über wunderschöne Anlagen, wie ihr sie jetzt bereits auf meinem YouTube-Kanal finden könnt und wie hoffentlich immer wieder neue auf meinem Kanal hinzukommen werden. Die andere Option ist, das Bild auf einen Bildschirm zu übertragen und live zu betrachten. Man kann beispielsweise ein Tablet als Bildschirm neben seine Steuerzentrale stellen und sieht ganz genau aus der Lokführerperspektive, wo man gerade entlang fährt. Dies entspricht dann etwa den Führerständen, die Roco in der Z21 in Kombination mit seinen Kameralokomotiven anbietet. Bei Märklin gibt es zwar keinen eingeblendeten Führerstand, in Kombination mit der Spielewelt kann man trotzdem seine Dampf-, Diesel- oder Elektrolokomotive fast so vorbildgetreu wie ein echter Triebwagenführer über eine Modellbahnanlage steuern, was selbst einem gestandenen Mannsbild echt viel Spaß machen kann. Tatsächlich nutze ich beide Möglichkeiten, Filmen und auch Live-Übertragung, sehr gerne. Daher habe ich mir zusätzlich zu der älteren, kleinen Videokamera, die ich bisher zum Filmen verwendet und auch schon hier auf YouTube vorgestellt habe, eine aktuellere Actionkamera zugelegt, mit der man die Bilder auch live übertragen kann. Eine solche Mini-Kamera hat gegenüber einer Kameralokomotive, die es immer wieder einmal von den einschlägigen Modellbahnherstellern zu kaufen gibt, den Vorteil, dass sie deutlich flexibler und systemübergreifend, also sowohl für Zwei- als auch Dreileiter, zudem für analoge und digitale Anlagen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus bietet eine externe Kamera oft eine bessere Bildqualität und mehr Optionen beim Aufnehmen des Videomaterials. Eine andere Option wäre es, sich aus einer Webcam eine Kameralokomotive oder einen Kamerawagen selbst zu bauen. Da ich mir aber auch hier wegen der zu erwartenden Bildqualität sehr unsicher war, habe ich mich für den Kauf einer sogenannten Actionkamera entschieden. Diese sind mittlerweile recht weit verbreitet, da die Kamera allerdings klein genug sein muss, um sie auf einem Fahrzeug unterzubringen, in meinem Fall der Spur H0, und dann die Anlage kollisionsfrei zu befahren, ist die Auswahl gar nicht so groß. Öfters habe ich schon den Einsatz der DJI Osmo Pocket 2 oder 3 gesehen. Flach auf einem tiefen Wagen liegend, kann man sie bei den meisten H0 Modellbahnanlagen wohl einsetzen und darüber hinaus sogar noch die Blickrichtung der Kamera mit der App variieren. Was mir allerdings nicht gut gefällt, ist, dass sich die Kamera, da sie liegend so lang ist, fast schon zwangsläufig sehr weit vorne am Fahrzeug befindet, wie übrigens auch die bei den Kameralokomotiven. Damit ergibt sich bei Kurvenfahrt ein Effekt, als würde man bei der wilden Maus-Achterbahn mitfahren. Gefühlt fährt man über die Kurve hinaus geradeaus weiter, bis es plötzlich und sehr ruckartig ums Eck geht. Dies sieht man sogar auf meiner Anlage noch recht deutlich, und das, obwohl ich den Effekt in meiner Gleiswendel mit einem Radius von über 60 cm demonstriere. Darum gefällt es mir sehr viel besser, wenn die Kamera sich weiter zur Fahrzeugmitte hin befindet und das Einlenken in die Kurven sanfter geschieht. Aus diesen Gründen habe ich mich für die DJI Action 2 entschieden. Das Kameramodul ist solo, auch ohne das zusätzliche Batterie- oder Touchscreen-Modul einsetzbar und mit einer Kantenlänge von 39 mm in der Höhe, 39 mm in der Breite und 23 mm in der Tiefe für H0 gut geeignet. Obwohl die Kamera so kompakt ist, kann sie bis zu 4K, also mit vierfach höherer Auflösung als meine bisherige Kamera, filmen. Je nach Auflösung würde sie sogar 4- oder 8-fache Zeitlupe bieten.
Das ist aber für meinen Anwendungsfall uninteressant. Aber die bessere Bildqualität zur vorigen Kamera sieht man deutlich. Was sie nun ebenfalls und neu für mich bietet, ist eine Live-Übertragung auf einen externen Bildschirm. Die DJI Action 2 erzeugt ein lokales WLAN-Netz, mit dem man sich verbinden kann. Mithilfe der kostenlosen App DJI Mimo kann man sich nun die bewegten Bilder entweder nur anschauen oder auch die Kamera ganz komfortabel fernsteuern. Bei Fahrten auf meiner Modellbahnanlage setze ich die Kamera auf einen sechsachsigen Flachwagen von Marklin, von dem ich mir einen besonders vibrationsarmen Lauf erhoffe. Um die Kamera gut zu fixieren, habe ich mir einen Träger aus Holz und Kartonresten gebastelt. Mit dieser Aufnahme ist mein Kamerawagen 43 mm breit und 58 mm über Schienenoberkante hoch. Damit entspricht er grob dem Profil nach NEM 102 und passt bei meiner Anlage, da ich beim Bau sehr genau auf die Einhaltung des Lichtraumprofils geachtet habe, überall problemlos durch. Bei Modellbahnkollegen, die nicht nach NEM, den Normen europäischer Modellbahnen, sondern mehr nach Bauchgefühl und Referenzfahrzeugen gebaut haben, kann es aber schon einmal eng werden. In diesem Fall müsste man die selbstgebaute Ladungssicherung eventuell weglassen. Mit dem Risiko, dass die Kamera bei ruckartigen Manövern herunterfallen könnte. Außer man hat einen Fahrzeugboden, der magnetisch ist, wie bei diesem älteren Flachwagen von Marklin. Denn die DJI Action 2 hat am Boden Magnete und kann so auch magnetisch arretiert werden. Zumindest wenn das Gegenstück magnetisierbar ist. Für den Einsatz auf Zweileiteranlagen wird von mir ein Tragwagen für Schmalspurfahrzeuge von Bemo zweckentfremdet. Dieser ist sogar gut 2 mm flacher als der Marklin-Wagen. Da ich aber zu faul war für dieses Fahrzeug, das auch merklich schmäler ist, einen gesonderten Träger zu basteln, habe ich lediglich einen Karton als Adapter zum Ausgleich der Breite gebogen. So schrumpft der Höhenvorteil auf nur noch rund 1 mm. Damit sieht mein Kamerawagen zwar nicht unbedingt nach einem Vorbildfahrzeug aus, anders als die käuflichen Kameraloks oder falls man eine Kamera in ein Fahrzeug hineinzwängt, aber er erfüllt sehr gut seinen Zweck. Auch wenn ich mir bei unserem Modellbahnstammtisch schon einmal anhören musste, warum ich eigentlich mit einer Waschmaschine spazieren fahren würde. Die DJI Action 2 gibt es einmal als sogenannte Dual-Screen-Combo, die einen zusätzlichen berührungsempfindlichen Bildschirm am Zusatzmodul vorne besitzt und wohl eher für Vlogger gedacht ist, damit man sich sieht, während man sich selbst filmt. Für den Einsatz auf einer Modellbahn ausreichend ist die günstigere Power Combo, die lediglich ein Akkumodul mitbringt. Das Kameramodul hat zum Filmen einen internen Speicher eingebaut. In der Basisausführung sind das 32 GB. Hier liegt der Marktpreis aktuell bei etwa 240 €. Möchte man die Kamera vorrangig für die Bildübertragung von Live-Sequenzen einsetzen, reicht dies auch aus. Falls man jedoch viel in hoher Auflösung filmen möchte, könnte der Speicher jedoch etwas knapp bemessen sein. Denn bei 4K und 30 FPS, also maximale Auflösung mit 30 Bilder pro Sekunde, ist der Speicher nach weniger als 45 Minuten Filmen voll. Für diesen Anwendungsfall gibt es auch ein Bundle mit 128 GB internem Speicher, also der vierfachen Kapazität, was für jede noch so lange und spannende Anlagenbesichtigung ausreichend sein sollte. Wobei die Version mit großem Speicher wohl mittlerweile
zumindest als neuer Artikel, nur noch schwer zu bekommen ist. Für meine YouTube-Videos verwende ich übrigens 2,7K, 30 fps und die einfache elektronische Bildstabilisierung Rocksteady, die den Film sehr angenehm von unsanften Wankeln bei der Kamerafahrt befreit. Es gäbe zwar mit Horizon Steady auch noch die Möglichkeit, stets den Horizont der Aufnahme waagrecht zu nivellieren, aber wenn ich das wollen würde, hätte ich mir den aufwendigen Einbau der Gleisüberhöhung auf der Paradestrecke auch schenken können. Der Nahbereich des Fokus beginnt bei rund 30 cm, was nach meiner Erfahrung für unseren Einsatz ausreichend ist. Es gäbe für die DJI Action 2 zwar sogar noch eine Makrolinse als Zubehörteil, ich bezweifle jedoch, dass diese Anschaffung Sinn macht. Da die Kamera sehr kompakt ist und keine permanente Stromversorgung hat, ist die Akkulaufzeit limitiert. Bei Tests bin ich, solange man die Kamera lediglich als Webcam für die Bildübertragung einsetzt, auf Batterielaufzeiten von ziemlich genau einer Stunde gekommen. Danach muss man das Kameramodul wieder für einige Minuten zum Aufladen an das Akkumodul anschließen. Wenn man mit der DJI Action 2 filmt, gibt es aber einen weiteren unschönen Effekt. Die Kamera hat ein thermisches Problem. Bei den von mir verwendeten Einstellungen 2,7K Auflösung, 30 fps und Bildstabilisierung schaltet sich die Kamera nach rund 12 Minuten wegen Überhitzung aus. Erst nachdem man sie einige Minuten abkühlen lassen hat, kann man weiter filmen. Genau für diesen Fall liefert DJI zwar eine Kunststoffhülle als Hitzeschutz gleich mit, die es der Kamera erlaubt, noch heißer zu werden, bevor sie sich dann irgendwann doch abschaltet. Aber einerseits ist die Kamera mit dem Gehäuse größer und passt dann nicht mehr unbedingt ins Lichtraumprofil. Zudem wird sie ja noch heißer, bevor sie abschaltet. Und ich habe die Befürchtung, dass sie dann Schaden nehmen könnte. Daher verzichte ich auf die Schutzhülle. Bei 4K Auflösung überhitzt die DJI Action 2 sogar noch rund eine Minute früher, während man bei 1080p auf über 20 Minuten Laufzeit vor dem Hitzetod kommt. Beim Filmen auf einer fremden Anlage, wenn man Zeitstress hat, kann das sehr störend sein. Man sollte sich dessen also sehr wohl bewusst sein, dass man mit dieser kompakten Kamera lediglich 11 bis 12 Minuten ununterbrochen mit hoher Auflösung filmen kann. Wenn man diese Einschränkung beachtet oder sie vorrangig als Webcam zur Bildübertragung einsetzt, kann die DJI Action 2 aber viel Spaß beim Einsatz auf einer Modellbahnanlage machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaut nächsten Sonntag ab 8 wieder in meinem Hobbykeller vorbei. Lasst auch sehr gerne ein Abo da. Alle anderen Videos zum Bau meiner Modellbahn-Traumanlage findet ihr übrigens gesammelt in einer Playliste, die ich hier rechts verlinke. Ciao und pfiat euch, euer Jörg alias 1:87 Enthusiast.